Thema bei Global Asset Compass ist heute der sogenannte Mittlere Korridor. Das ist der Begriff für ein ehrgeiziges Eisenbahnprojekt, das Asien mit Europa verbinden soll. Der Mittlere Korridor, eine wichtige Eisenbahnlinie, die über Baku in Aserbaidschan verläuft, stellt die einzige Ost-West-Transitroute dar, über die Güter aus China und Zentralasien nach Europa transportiert werden können, ohne durch Länder wie den Iran oder Russland zu reisen. Diese Route gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere da der Konflikt in der Ukraine die Lieferketten unterbrochen hat, was zu Nahrungsmittelknappheit und steigenden Rohstoffpreisen geführt hat. Trotz dieser Turbulenzen haben geoökonomische Kräfte Europa und Asien weiterhin zusammengeführt. Chinas ursprüngliche Pläne und der Aufstieg des Mittleren Korridors. Chinas ursprünglicher Plan, einen Handelskorridor durch Russland zu bauen, ist gescheitert und die instabile Politik des Iran schreckt ausländische Investoren ab. Der Mittlere Korridor bietet nun eine attraktive Alternative. Er führt von China durch Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Turkmenistan über das Kaspische Meer durch Aserbaidschan und Georgien, bevor er über türkische Eisenbahnen und Häfen mit Europa verbunden wird. Diese Route verkürzt die Strecke zwischen Asien und Europa erheblich und hat bereits zu einem sechsfachen Anstieg des Frachtvolumens im Jahr 2022 geführt. Geopolitische und wirtschaftliche Bedeutung. Der Mittlere Korridor bietet nicht nur die kürzeste Überlandroute von Asien nach Europa, sondern umgeht auch Hochrisikogebiete wie den Iran, Afghanistan und Russland sowie maritime Engpässe wie Malakka, Sundra und Lombok. Für China ist diese Route entscheidend, um sein geoökonomisches Portfolio zu diversifizieren und seine Abhängigkeit von den traditionellen Handelsrouten zu reduzieren. Diese neue Route bietet viele Vorteile für China. Sie hilft, geopolitische Risiken zu minimieren, die mit den traditionellen Handelsrouten durch Russland und den Nahen Osten verbunden sind. Die Landroute durch Russland ist durch politische Spannungen und Sanktionen beeinträchtigt, während die Seeroute durch die Straße von Malakka anfällig für Piraterie und maritime Konflikte ist. Der Mittlere Korridor stellt daher eine sicherere und stabilere Alternative dar, die Chinas wirtschaftliche Sicherheit stärkt. Türkische Infrastrukturprojekte und Investitionen. Die Türkei hat sich intensiv in die chinesische Seidenstraßeninitiative integriert und ihre Infrastruktur entlang dieser Route stark ausgebaut. Dies umfasst Projekte wie die Baku-Tiflis-Kars-Bahn, die die Strecke um 1000 Kilometer verkürzt und die Türkei zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Güterverkehr zwischen China und der EU macht. Chinas Investitionen in die Türkei, wie der Bau von Eisenbahnen und die Modernisierung von Häfen, stärken die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden Ländern. Diese Infrastrukturprojekte sind nicht nur wirtschaftlich bedeutend, sondern auch geopolitisch. Die Türkei positioniert sich als zentraler Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten. Durch die Modernisierung der Häfen von Mersin, Filyos und Izmir sowie durch den Ausbau des Komport-Terminals hat die Türkei ihre Fähigkeit verbessert, als wichtiges Drehkreuz für den internationalen Handel zu fungieren. Die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und China haben sich seit 2015 erheblich vertieft, was zu einer Reihe gemeinsamer Projekte und Initiativen geführt hat. Herausforderungen und Unsicherheiten. Trotz der positiven Entwicklungen gibt es zahlreiche Herausforderungen. Die Infrastrukturen in Ländern wie Turkmenistan und Kirgisistan sind unterentwickelt und die hohen Zölle in Turkmenistan machen den Handel unattraktiv. Darüber hinaus gibt es regionale Spannungen wie den anhaltenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan,
der die Stabilität der Route gefährden könnte. Auch die Skepsis der kirgisischen Regierung gegenüber der geplanten Eisenbahnstrecke durch ihr Territorium stellt ein Problem dar. Die geopolitischen Spannungen in der Region stellen eine erhebliche Herausforderung dar. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan könnte die Handelsrouten destabilisieren und die Investitionen in die Infrastruktur gefährden. Zudem ist der Einfluss Russlands in der Region weiterhin stark. Moskau könnte versuchen, die Kontrolle über den mittleren Korridor zu übernehmen oder seine Entwicklung zu behindern. Auch die Bedenken der iranischen Regierung über separatistische Bewegungen in ethnisch aserbaidschanischen Gebieten könnte zu Spannungen führen. Strategische Partnerschaften und Softpower. Die Türkei hat ihre Softpower genutzt, um in Zentralasien Fuß zu fassen und strategische Partnerschaften mit Ländern wie Kasachstan und Usbekistan zu schließen. Die Organisation türkischer Staaten, zu der neben der Türkei auch Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan sowie Turkmenistan und Ungarn als Beobachter gehören, spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der regionalen Zusammenarbeit und Integration entlang des mittleren Korridors. Durch den Ausbau dieser Partnerschaften stärkt die Türkei ihre Position als regionaler Führer und fördert die wirtschaftliche Integration der Mitgliedstaaten. Diese strategischen Allianzen sind entscheidend, um die Stabilität und den Erfolg des mittleren Korridors zu gewährleisten. Die Türkei hat ihre Investitionen in die Bildung und den Kulturaustausch in diesen Ländern erhöht, um die Beziehungen weiter zu festigen und ein positives Image in der Region zu fördern. Technische und regulatorische Entwicklungen. Die Modernisierung der Seehäfen in Aserbaidschan und Kasachstan sowie die Verbesserung der Frachtinfrastruktur und die Einführung integrierter Zoll- und Grenzmanagementsysteme sind entscheidend für den Erfolg des mittleren Korridors. Obwohl der Bau einer Eisenbahn über das Kaspische Meer technisch möglich wäre, haben Moskau und Teheran Vetorechte bei solchen Projekten, was die Route auf Multimodalität beschränken könnte. Die Einführung einheitlicher technischer Standards und regulatorischer Vorschriften ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit der Handelsroute. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Handel zu erleichtern und die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Die beteiligten Länder arbeiten auch daran, ihre Informationsinfrastruktur zu verbessern, um den Austausch von Handelsdaten zu optimieren und die Transparenz zu erhöhen. Auswirkungen des Ukraine-Konflikts. Der Krieg in der Ukraine hat die Handelsströme zwischen Russland und Europa erheblich beeinträchtigt und den mittleren Korridor als alternative Handelsroute gestärkt. Die Sanktionen gegen Russland und die unvorhersehbare politische Lage haben dazu geführt, dass viele Unternehmen den mittleren Korridor bevorzugen. Dies hat zu einem Anstieg des Handelsvolumens und der Frachtmengen entlang dieser Route geführt. Die Unterbrechung der Lieferketten durch den Ukraine-Konflikt haben die Bedeutung sicherer und stabiler Handelsrouten verdeutlicht. Der mittlere Korridor bietet eine verlässliche Alternative zu den traditionellen Routen und hat das Potenzial, langfristig eine zentrale Rolle im globalen Handel zu spielen. Unternehmen und Regierungen haben begonnen, in die Infrastruktur und die Logistik entlang dieser Route zu investieren, um ihre Abhängigkeit von unsicheren und instabilen Regionen zu verringern. Zukunftsaussichten und politische Risiken. Der Erfolg des mittleren Korridors wird weitgehend von der geopolitischen Stabilität in der Region und der Fähigkeit der beteiligten Länder abhängen, ihre Infrastrukturen zu modernisieren und die Handelsrouten zu sichern. Die Türkei spielt dabei eine Schlüsselrolle, da sie als Brücke zwischen Europa und Asien fungiert. Die geopolitischen Spannungen in der Region, insbesondere der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, könnten jedoch die Attraktivität des Korridors mindern. Die beteiligten Länder müssen eng zusammenarbeiten, um die geopolitischen Risiken zu minimieren und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern.
Der Aufbau starker institutioneller Rahmenbedingungen und die Förderung des regionalen Dialogs sind entscheidend, um die Stabilität und den Erfolg des Projekts zu gewährleisten. Die Türkei und ihre Partner müssen weiterhin in die Infrastruktur investieren und innovative Lösungen entwickeln, um die Herausforderungen zu bewältigen und die Handelsroute attraktiv zu halten. Fazit: Der mittlere Korridor hat das Potenzial, die geoökonomische Landschaft Eurasiens zu verändern, indem er Europa näher an den Kaukasus, Zentralasien und China heranführt und gleichzeitig das regionale Profil der Türkei stärkt. Der Erfolg des Projekts hängt jedoch von der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen und der geopolitischen Instabilität entlang der Route ab. Während Reichtum und Wohlstand die beteiligten Nationen zusammenbringen können, darf man die geopolitischen Risiken und die Gier der beteiligten Akteure nicht unterschätzen. Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob der mittlere Korridor sein volles Potenzial entfalten kann. Mit den richtigen Maßnahmen und Investitionen können die beteiligten Länder eine stabile und prosperierende Handelsroute schaffen, die den globalen Handel revolutioniert und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region fördert. Die Zusammenarbeit und das Engagement aller beteiligten Akteure sind entscheidend, um die Herausforderungen zu meistern und die Chancen zu nutzen, die sich bieten. Wie denkst du über dieses Thema? Wird der mittlere Korridor ein Erfolg werden oder ist das Projekt zum Scheitern verurteilt? Schreib deine Meinung in die Kommentare und lass uns diskutieren. Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann lass doch ein Like da und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Wir sehen uns in 2 Wochen bei der nächsten Folge von Global Asset Compass. Tschüss!